Moin aus dem Wunderland, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Update über die Knopfdrücker aus dem Regenwald und der Atacama-Wüste. Einige Knopfdrücker für die Atacama-Wüste und den Regenwald kennt ihr ja schon, wie die Lavahöhle, die eine eigene Folge hatte. Zu der Humberstone-Fabrik habe ich euch auch schon mal was erzählt. Heute lernt ihr ein paar Knöpfe kennen, die ihr noch gar nicht gesehen habt. Das hier ist mein aktueller Knopfdrücker, an dem ich arbeite. Das ist der Krokopaddler oder Stand-Up-Paddler, je nachdem, welcher Witz am Ende witziger ist. Die Idee dieses Knopfdrückers ist es, dass, wie wir es alle bei uns im Sommer auf den Flüssen und den Seen kennen, dass sich da eine kleine Gruppe aus Stand-Up-Paddlern im Amazonas dann einen hübschen Urlaub macht, die dann spontan und auf einmal von einem Krokodil verfolgt werden, auf dem eventuell auch noch jemand paddelt. Das ist ein noch im Raum stehender Witz. Aber der Knopfdrücker besteht aus dem Stand-Up-Paddler und dem gruseligen Krokodil im Amazonas. Hier habe ich über einen Kettenantrieb gelöst, wie man häufiger bei uns im Wunderland schon gesehen hat, wie Figuren wie durch Zauberhand sich vor und zurück bewegen. In diesem Knopfdrücker kommen aber dann noch ein paar Bewegungen dazu, die ausnahmsweise mal nicht über Magneten gelöst sind, sondern mechanisch dieses Mal. Jetzt gerade seht ihr hier im Kreis fahren, schwimmen oder paddeln, wie man es nimmt. Zum einen das namengebende Krokodil für den Krokopaddler. Da experimentiere ich zurzeit erstmal mit der Beweglichkeit, dass es auch gut aussieht, wenn sich so eine Figur um eine Kurve bewegt und nicht einfach nur eine starre Form auf einmal um die Ecke biegt. Das ist die eine Art der Mechanik, die ich da einbaue. Die andere Art ist tatsächlich dann die paddelnden Figuren. Das sind kleine Figuren. Ich werde noch mehrere bauen. Ich habe bisher einen Stand-Up-Paddler und bewegt habe ich dann auch noch ein Ruderer, der normal im Boot auf seinem See rudert. Die Bewegung für den Paddler habe ich mechanisch gelöst, da ich jetzt schon starke Magneten benutzt habe, um überhaupt die Figur übers Wasser zu bewegen. Und jetzt die Bewegung noch mit kleineren Magneten darzustellen, würde sich gegenseitig stören und wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Deswegen habe ich mich für kleine Räder, für ein tatsächliches Rad mit einer Nocke und einer mechanischen Funktion für die paddelnde Bewegung entschieden. Der Knopf läuft bei mir am Platz jetzt schon im Dauertest, um genau diese kleine Mechanik, die ich jetzt hier das erste Mal baue, im Dauertest zu überprüfen. Wie lange die Materialien halten, ob das mit unserem größten Problem Staub auch noch funktioniert. Bisher schlägt sich das aber wacker. Ja, ein weiterer toller Knopfdrücker, den ihr demnächst in der Atacama-Wüste bestaunen könnt, wird eine Dino-Ausgrabung sein. Und zwar haben wir uns vorgestellt, dass am Fuße von einem Berg unten wird ein Dinoskelett ausgegraben. Das ist auch in echt so, da werden tatsächlich Dinosaurierknochen gefunden. Ich habe mir überlegt, ich werde diesen Dinosaurier zum Leben erwecken. Das traurige Ding ist mein Dino 1.0. An dem habe ich sozusagen erstmal nur geguckt, wo sind Gelenke, wo müssen Gelenke hin, wo dürfen keine Gelenke hin, weil ja, so ein Knochending verhält sich natürlich komplett anders, als man sich das vorstellt. Und so ist dann aus Dino 1.0 irgendwann Dino 2.0 entstanden. Er soll später aufstehen, sich bewegen und natürlich auch Geräusche machen. Diese kleinen gelben Dinger sind alles kleine Messingstifte, über die das ganze Ding zusammengehalten wird. Und er soll ja nicht vorher schon stehen. Er liegt vorher komplett in seiner Mulde drin, so wie er gefunden wurde. Und dann passiert irgendwas Mysteriöses und das Ding steht auf. Ach ja, und es wird nicht nur bei dem Skelett natürlich bleiben. Rundrum sind halt mehrere Stellen, wo halt auch Ausgrabungen sind. Also es ist ein ganzes Ausgrabungsareal mit Zelten, wo dann halt schon Knochen drin konserviert werden. Und da sind natürlich auch noch Ausgräber und die sollen sich tatsächlich auch noch bewegen. Das heißt, ich habe 2 Flächen in der Anlage schon integriert, wo Figuren drauf kommen. Die kann man natürlich auch wieder nicht kaufen. Das heißt, ich habe hier so ein paar Figuren gezeichnet. Die sind sozusagen jetzt hier gerade in der Testphase. Es sind also eigentlich minimale Bewegungen, aber es werden nicht nur diese 2 Ausgräber, das soll ein ganzer Trupp von Ausgräbern sein. Und das ist dann wieder das, was die Szene, glaube ich, am Ende wirklich abrunden wird. Ich habe hier einen Motor, der dreht einen großen Kugelmagnet. Hier dran sind 2 Nocken, die den Magnet in der richtigen Position stoppen. Und dadurch kann ich sozusagen das Magnetfeld, das große, hin und her drehen. Und die kleinen Figürchen oben dran mit ihren kleinen Untermagneten machen eigentlich nur das, was der große Magnet unten vorgibt. Das ist jetzt nur eine Testbewegung für mich, dass ich wirklich in Ruhe gucken kann, wie wandert das Magnetfeld, um die Dinger zu positionieren. Das Ganze soll später viel, viel schneller sich bewegen, also die Pinsel schon ein bisschen schneller. Ich habe mal eine kleine Animation gemacht, um zu zeigen, in welcher Geschwindigkeit mir das ungefähr vorstelle. Und zwar soll das später mal so werden. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rüber und gucken uns den Dino drüben an, weil der ist viel, viel schöner, als hier, um irgendwas auf dem Rechner zu zeigen.
Ja, jetzt sind wir in der Atacama-Wüste angekommen und hier unten seht ihr mein Dino. Die ganze Szenerie ist natürlich noch nicht fertig, da ist Luisa gerade dabei, noch die ganze Deko zu bauen, das heißt die ganzen Zelte und Tüdelüt. Hier vorne fehlen halt noch die Figuren, aber der Dino ist schon drinne und ich stelle es mir so vor, dass wenn ich hier später auf den Knopf drücke, dass es dann alles losgeht. Ich finde, er sieht auch so richtig lebendig aus. So schön sich das Dino-Skelett auch gerade bewegt hat, man sieht leider nicht, was für eine Entwicklungsarbeit das diesmal war. Weil der Dino muss ja am Ende in der richtigen Position sein, um wirklich genau wieder in seine Passform reinzukommen. Und das war am Anfang wirklich ziemlich aufwendig, allein schon diese Passform zu machen, weil sonst gipsen wir sowas. Das heißt, ich hätte mit Gips mich dem Skelett anpassen müssen. Und in dem Fall habe ich das so gelöst, ich habe die Grundform komplett aus Wachs modelliert, habe dann das Dino-Skelett sozusagen reingedrückt, das Dino-Skelett wieder rausgepflückt, habe dann das ganze Ding 3D gescannt und digitalisiert und wieder ausgedruckt. Was natürlich auch noch aufwendig wird, ist die ganze Programmierung. Eigentlich wollten wir das Ganze ja mit dem Computer ansteuern, aber bei den gestiegenen RAM-Preisen haben wir uns jetzt eine neue Lösung einfallen lassen und die funktioniert eigentlich auch gar nicht schlecht. Wann darf ich Feierabend machen, Stefan? Noch nicht! Vor einigen Monaten habe ich euch ja schon mal ein Update zu dem Knopfdrücker eines über dem Regenwald fliegenden Flugzeugs gezeigt. Falls ihr euch erinnert, da war dann hier im ganzen Raum eine große Seilbahn aufgebaut. Da waren ihr und wir mit der tatsächlichen Optik noch nicht ganz zufrieden. Die Idee ist aber nicht gestorben. Das ist mittlerweile Prototyp Nummer 3. Zum einen haben wir Zweischrittmotoren, die die Vor- und Zurückbewegung regeln würden. Da wir in dem Raum, wo der Regenwald aber hinkommt, auch einige Säulen im Weg stehen haben für einen homogenen Flug, sollen andere Schrittmotoren diese Ausgangspunkte auch noch mal verschieben können, damit wir in der Luft tatsächlich eine Kurve fliegen können. Stellt euch das vor, das Flugzeug startet, wird auch hintenrum bewegt, der Schrittmotor wandert auch weiter und so können wir tatsächlich eine Kurve in der Luft darstellen. Steig- und Senkflug können wir dann über die Rollen hier dann auch noch darstellen und so haben wir dann fast komplett eine dreidimensionale Bewegung in der Luft uns ermöglicht. Für unseren Atacama-Bauabschnitt habe ich 2 Knopfdruckaktionen gebaut. Da habe ich zum einen diese ALMA-Teleskope gebaut. ALMA ist das Atacama Large Millimeter Array. Das ist eigentlich in der Realität ein Teleskop, was aus 50 Einzelteleskopen besteht. Das konnten wir hier natürlich nicht abbilden, also deswegen platztechnisch haben wir dann gesagt, okay, dann beschränken wir uns auf diese kleine Gruppe hier. In echt bewegen die sich zum Teil alle parallel zueinander, dass sie dann am Himmel einen bestimmten Punkt eine Nacht lang zum Beispiel angucken. Das sah uns aber ein bisschen langweilig aus, deswegen habe ich dann ein paar Teleskope gebaut, die sich sowohl drehen als auch neigen können. Also das ist jetzt mal eins, was wirklich gar nichts angesteuert hat, sondern was dann quasi nur still steht. Und dann daneben haben wir das ELT. Das ist wirklich stumpf benannt. Das ist das Extremely Large Telescope. Das wird jetzt gerade in den Anden gebaut. Das ist im echten Leben riesengroß. Also allein diese Kuppelhöhe ist, wenn es nachher fertig steht, 80 Meter hoch. Eigentlich ist es ja ganz anders. Eigentlich gibt es ja gar keine Sterne. Eigentlich werden die ja von Teleskopen an den Himmel geworfen. Und die Erde ist ja auch eine Scheibe. Das war so ein bisschen der Gag dahinter. Und deswegen ist in diesem Teleskop, auch wenn die Türen aufgehen und sich das ein bisschen rumdreht, ein kleiner Projektor drin, der dann einen kleinen Sternenhimmel projiziert. Und der soll dann später, wenn das Teleskop in der Nacht sich rumdreht, hier an die Wand die Sterne ranwerfen. Ja, wie schon angesprochen, haben wir hier mit den verschiedenen Maßstäben, die wir hier abbilden wollen, einen kunterbunten Salat quasi. Also wir haben hier Flamingos, die man natürlich sehen muss, die für den Maßstab eigentlich viel zu groß sind. Auf der anderen Seite haben wir dann die Teleskope, die für ihren Maßstab zu klein sind. Da haben wir dann aber auch schon hier mal so testweise ein kleines Auto dran gestellt, was den Maßstab so ein bisschen suggeriert. Wir sind hier zurück bei den Flamingos. Das ist eine ganz schöne Weile her, dass wir uns dafür gesehen haben und die sind inzwischen richtig schön geworden. Keine kleinen grauen Flugdinos mehr, sondern wunderschön pinke Flamingos geworden. Mit richtigen Flugfedern und allem, was sie brauchen. Wenn mein Geist das von da unten hinkriegt, die einzuschalten, dann sehen wir auch gleich, wie sie in ihren Startflug übergehen. Die Mechanik von unten ist angelehnt an die Drakes-Passage, nur in viel, viel kleiner natürlich. Maßstäbe können wir schließlich. Also, Geist bitte. Und da fliegen sie los.
Viele von euch haben in den letzten Monaten gefragt, ob der Regenwald auch ein Masopilami haben wird. Die Antwort können wir euch endlich geben, nämlich ja. So, damit unser Masopilami tatsächlich von Baum zu Baum schwingt, haben wir hier oben in den Blättern versteckt die Schiene, wo der Schlitten gezogen wird. Hier unten kann man ganz leicht angedeutet erkennen die Schnur, die den Masopilami auf Spannung hält und von links nach rechts bewegt. An jedem Baum bleibt der Eimer hängen mit Magneten, wie ihr es von uns kennt. Die werden vom Modellbau noch ein bisschen besser kaschiert, aber die Bäume und die große Auskleidung, die grobe Auskleidung, die haben wir schon erhalten und wir finden, die sieht wirklich toll aus. Ein weiterer Knopfdrücker sind die Flying Birds, die hier so schön rosa punktiert auf den Bäumen sitzen. Und die sollen beim Bahnhof ein bisschen aufgeschreckt werden. Deswegen ist hier eine schöne Linearführung drunter, die sie dann mechanisch nach oben schnellen lässt. Und ich führe das mal kurz vor. Und natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen, einen kleinen süßen rosa Pinguin fliegen zu lassen. So, und ich bereite noch ein paar andere Vögel vor, denn am Ende sonst 3 ganze Bäume werden. So Freunde, das war unser Update für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt gerne eure Verbesserungsvorschläge und weitere Ideen in die Kommentare. Wir picken uns die besten davon raus. Und ansonsten freut euch schon mal auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.